Genau über die CO2-Abgasen. Was? Gibt es wissenschaftliche Diskussionen? Wir sind schon wieder am Babbeln seit 2 Stunden, Freunde. Denn darf euch recht herzlich begrüßen heute, 2 Wochen vorm Abflug nach Las Vegas. Der Chef kümmert sich um seine Jungs und hat beschlossen, ich steige in den Flieger aus, ich komme zu dir und wir dürfen ihn jetzt wollte ich schon sagen, Vegas, in Berlin, fast wie Vegas, begrüßen. Heute und morgen ist Stefan am Start. Und jetzt sind wir hier an der Secret Location in Berlin und werden gleich zusammen trainieren. Aber es gibt einiges aufzuholen an Gesprächen, dachten wir uns. Und ja, wir babbeln schon seit 2 Stunden, aber euch wollen wir auf jeden Fall auch daran teilhaben lassen. Wir haben ja auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Zum einen freut es mich auch so, über Privatangelegenheit zu sprechen und ja, das Freundschaftliche zu pflegen. Andererseits freut es mich als Athleten noch mehr, denn bei all den technischen Geräten, die man heute hat, verlasse ich mich aber am liebsten auf die hinter der wunderbaren Brille befindenden Augen. Und ja, die haben heute auf jeden Fall schon einiges zu Gesicht bekommen, neben dem wunderschönen Berlin. Und da werden wir auf jeden Fall auch gleich drauf eingehen. Bestimmt interessiert es auch einige von euch so, wie die Prep jetzt verlaufen ist. Wir wollen die Form sehen. Ja, die gibt es jetzt auch gleich zu sehen. Denn es wird mal wieder die Form gelüftet. Den flachen Urs gibt es heute mal zu sehen, haben wir auch gestern schon geschrieben. Das Gewicht ist die letzten 2 Tage ziemlich runtergerasselt, was nicht schlimm ist, aber dementsprechend ist die Form flach, was, denke ich mal, kein Problem ist visuell, aber das pralle, massive natürlich besser aussieht. Aber es ist so, wie wir heute in der Früh schon gesagt haben und wie sich der Live bestätigt hat, was schon einmal sehr, sehr positiv ist, ist die Tatsache, dass die schwachen Strukturen oder die muskulär schwachen Regionen wie den Arm, der voriges Jahr halt sehr ausgedünnt ist, in diesen Phasen der Flachheit heuer absolut präsent und toll da ist. Übersetzung heuer ist dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Aber beim Urs auch klassisch, wenn er seine Flachheit merkt man am meisten an der Brust und an den Schultern, weil die Brust dann ausschaut wie ein Fetzen. Fetzen ist das österreichische Wort für Lappen. Das hat er mir heute Morgen genauso geschrieben. Aber immer wieder interessant, das rauszufinden, ja, weil man selbst entwickelt, gerade als jüngerer Athlet, das Körpergefühl erst immer mit den Vorbereitungen und jetzt können wir da als Team optimal drauf eingehen, was halt schon sehr geil ist, weil normal hat Stefan das immer komplett geregelt und jetzt kann man das so im A-B-Austausch machen. Viel besser. Und das Feedback ist, glaube ich, auch von mir einfach auch besser, weil davor habe ich halt gesagt, ja, Stefan, keine Ahnung, eigentlich bin ich schon noch prall, weil ich trainiere halt, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, wie eine Sau und reiß mir da immer den Arsch auf, auch wenn Stefan mir minus 3 Gramm Kohlenhydrate auf den Plan schreibt und 90 Minuten Cardio wie letzte Vorbereitung. Aber jetzt das halt optimaler zu machen und den Körper möglichst perfekt ans Ziel zu bringen. Geht nur mit Feedback. Geht nur Feedback. Zusammen. Also diese Zusammenarbeit ist eigentlich das A und O. Und vor allem die langjährige Zusammenarbeit, sorry, dass ich die unterbreche, aber jetzt muss man überlegen, ich hasse es, Coach-Hopping zu machen oder ja, es gibt bestimmt auch tolle Coaches auf der Welt, aber was das Allerbeste ist eine Person, die euch einfach über Jahre kennt oder am besten schon Jahrzehnte und irgendwann ist es einfach so krass, die Bindung, dass man da noch besser zusammenarbeiten kann und ich merke das auch Jahr für Jahr, mittlerweile jetzt schon 3 Jahre eigentlich, wo man ganz witzig, Alice, Stefan und ich haben uns alle 3 ziemlich zur selben Zeit getroffen, also vielleicht feiern wir auch mal Platin, hoffentlich. Aber was wir auch gebürtig feiern werden, ist eine Push-Einheit anschließend. Natürlich, wenn der Chef da ist, wird auch Gas gegeben und wird nochmal Korrektur gemacht und ein geiles Training. Deswegen mische ich mir schon mal das Pre-Workout an. Zeig mal den Shaker. Eigentlich noch Top Secret, aber wird in 5 verschiedenen Farben bald erhältlich sein. Jetzt macht erstmal der Shop zu nächste Woche und dann ist er wieder für euch geöffnet ab Neujahr. Miracle Wear auf jeden Fall abchecken. Welcher Shop Gott sei Dank nicht geschlossen ist der ESN-Shop, wo man unter anderem den Nitro und den Nootropic gerade noch erwerben kann und
Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, der Nitro X. Die verbesserte Version ist auch schon wieder in Arbeit. Die habt ihr fleißig weggekauft, deswegen... Sogar mit Noam Top Secret jetzt auf Urs Kanal. Es wird einen weiteren Geschmack geben. Das heißt, für die, die mehr Variabilität haben wollen, wird es den Nitro X in einen zweiten wunderbaren Geschmack geben. So. Welcher? Ja, so viel, wir halten uns noch was auf für das nächste Video. So, gibt es einen guten Scoop hier rein. Das halt nicht prep-tauglich ist oder wenig prep-tauglich ist. Oder die Nussmittel hat wie ein wirklich guter Kaffee. Was ihr auf jeden Fall abchecken könnt auf euren Bestellungen ist Code BOSS bei esn.com, wenn ihr da auf jeden Fall den Support für Vegas rauslassen wollt. Jetzt wisst ihr, es geht in die heiße Phase und alle Athleten, Betreuer und Kameraleute freuen sich natürlich über Support von euch. Ihr könnt euch über geile Produkte freuen und ja, somit haben wir alle was davon, können in Vegas dann ordentlich eskalieren und gute Platzierung mit nach Deutschland bringen. Der Formcheck vorher, also das erste, was mir sofort aufgefallen ist, und das ist auch das, was ich gesagt habe, ist, man redet ja immer von der X-Form. Ja? Und diese Gesamtoptik vom Urs, wenn er im Line-Up vorne steht, also X-iger kann es nicht sein. Das ist wirklich eine neue Definition von X. Line-Up von vorne ist eine Pose, die eine Dominanz ausstrahlt, wie man es in der Art und Weise noch nie gesehen hat. Das ist wirklich atemberaubend, da bleibt einem die Spucke weg. Die Taille ist mir sofort aufgefallen, ist schmäler geworden. Der Urs hat das lustigerweise sofort bestätigt, ja, sind 2 cm. Ja. Was halt echt auch geil ist, weil es ist mehr Volumen da und wenig in der Mittelpartie, was halt diesen zuerst eigentlich nur rein subjektiven Eindruck einer besseren X-Form auch messtechnisch bestätigt. Die Side-Transitions sind auch besser, er kriegt den Unterbauch besser rein, er schafft es besser, den Lat in der Pose zu verwenden, das heißt, es geht auch mehr in eine X-Richtung von der Seite. Was großartig ist. Der Rücken hat sich verbessert, der Rücken wird sich und muss sich auch weiterhin noch verbessern, damit man auch das sagt. Rücken ist deutlich besser in seiner Tiefe, Breite und Struktur, einfach allgemein besser geworden, ist aber sicher nach wie vor die schwächste Stelle. Ja. Die Arme haben sich strukturell sehr, sehr gut verbessert, wo wir eben gleich bei der nächsten Pose sind, bei der Doppelbizeps von vorne. Also diese X-Ausprägung ist einfach in der Doppelbizeps von vorne mit dem Vakuum irre. Aber auch Line-Up von vorne, Urs hat recht, er muss im Line-Up von vorne mit dieser Organ-, Taille- und Knochenstruktur kein Vakuum ziehen. Da spart er sich Kraft und das kann er relativ gut machen. In der Gesamtstruktur schaut das Bombe aus. Side Chest ist dann die nächste Pose. Was sagst du denn dazu, dass die ich habe öfters mal gelesen, Urs hat die schlechteste Linie wirklich? Keine Ahnung, Mercedes kann keine Autos bauen. Nee. So ungefähr ist das dann. Bei Linie redet man von schmalen Gelenken, runden Muskeln, ausladenden Muskelbäuchen und das ist von vorne zu 7 Millionen % da. Also da ist alles rund, da ist alles ausladend, es konzentriert sich auf schmale Fesseln, schmale Handgelenke, eine sehr, sehr schmale Taille bei einer runden Struktur. Beim Quad der Schwung außen, beim Lat der Schwung außen, dass ihr euch das so vorstellen müsst, weil es gucken wirklich viele Sanduhr, sagen wir Sanduhr, wie eine Sanduhr. Den man es nicht übel nehmen, also ich wusste auch immer nie, was ist eine Linie, was damit gemeint, aber damit der X-Frame und das Sanduhrformmäßige zur Geltung kommt, das ist eigentlich mit der Linie gemeint, dass man da auch ein bisschen, gerade die Leute, die in Olympia das erste Jahr durch mich oder durch Stefan oder durch unsere Athleten verfolgen, da auch mal ein bisschen wissen, okay, das und das wird gewertet, ist ja auch interessant. Aber ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Side Chest, glaube ich. Die Side Chest, und da kann man den Bogen relativ gut spannen. Was bei der Side Chest beim Urs halt so geil ist, Arm ist definitiv besser geworden, fällt jetzt in der Side Chest nicht mehr ab, aber er hat halt auch dieses X, nicht in dem Ausmaß wie von vorne, weil es die Pose nicht zulässt, aber halt auch von der Seite. Ich sehe die tolle Schlüsselbeinbreite mit den runden Brust und den vollen Schultern. Das zieht sich zusammen in eine schmale Taille und dann geht das Bein in einem wunderschönen Oval wieder auseinander in der Side Chest, weil
Beuger und Quadrizeps in einer wirklich tollen Harmonie sind. Es ist ja so, auch wenn man da bewertungstechnisch sich das anschaut, gibt es sehr viele Leute, die einen starken Quad haben, hinten fällt der Beuger ab oder umgekehrt, dann fällt der Gluteus wieder ab, dann fehlt das Wadel nicht und wenn ich jetzt den Unterkörper vom Urs sehe, ist das die pure Harmonie. Und so soll es eigentlich in der Klassikphysik sein, sprich er bringt da eigentlich alle Waffen mit. Würdest du sagen, Stefan, wir haben es wird ja gerade auch in den USA gesagt von einigen, diese Disbalance, die ich hatte vom Unterkörper zum Oberkörper, dass wir die jetzt verbessert haben. Ich finde, da ist letztes Jahr gar kein Problem mehr da. Letztes Jahr fand ich schon den Unterkörper dominanter, genau. Aber auch im Frühjahr ein bisschen bei der Arnolds, aber jetzt haben wir das dann ja, du hast ja gesagt, hey, in der Offseason nur noch alle 10 Tage Beine und dann nur noch alle 7 haben wir es gemacht. Jetzt nach wie vor mache ich immer nur einmal die Woche Beine. Also die Vorderseite, den Beuger integriere ich dann meistens nochmal mit irgendwo rein. Und finde seitdem auch das Gesamtpaket definitiv nochmal ein Stück harmonischer. Vom Oberkörper zum Unterkörper. Waden habe ich jetzt 11 Wochen, die 11. Woche keinen einzigen Satz mehr gemacht. Aber Sie sind am Start. Sie sind am Start und das aber zur aktuellen Form auf jeden Fall. Da sind wir noch nicht fertig. Ach so. Na, von hinten haben wir ja auch noch. Stimmt. Ja, Doppelbizeps von hinten. Mein Diätern. Die kleine Sorgenpose, die zu einer stabilen Pose geworden ist. In Wirklichkeit ist es ja so, in meiner Strategie, wenn es darum geht, einen Athleten zu seinem Maximum zu bringen, habe ich schon immer so ein geistiges Bild vor mir, wo kann man hin und was ist möglich. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, weil jeder hat andere genetische Voraussetzungen und ich weiß, Urs Rücken kann noch um einiges besser werden und wird noch um einiges besser werden und da sind wir von dieser Entwicklung noch am weitesten entfernt als andere Körperpartien. Er hat jetzt in der Armentwicklung, wenn ich jetzt gesagt hätte vorher, okay, das dauert 3 Jahre, bis mir das gefällt, hat das jetzt in einem halben geschafft. Beim Rücken sind wir irgendwo so auf Halbzeit. Also es hat sich wirklich viel getan, aber es muss und wird auch noch besser werden. Aber wer ist schon fehlerlos? Das ist die Kritik finde ich gut, die ist auch angebracht, die motiviert mich auch extrem. Ich finde, das war bei der Arnolds auch ein bisschen ein Posing-Fehler, den haben wir aber heute Morgen schon direkt behoben. Es war ungefähr so, Stefan kam in die Wohnung rein und so, Stefan, das ist meine Wohnung, hier arbeite ich, da schlafe ich und schon stand ich im Schlüpper da in der Rückenpose. Stefan, wie machen wir das jetzt? Wir haben es gut hingekriegt, würde ich sagen, so hingekriegt, wie es für dich im Moment am besten ist. Dass es für mich am besten ist und dass es für die Kampfrichter, mit denen ich auch gesprochen habe, so wie sie sehen wollen, gestellt ist. Und der Fehler wird dann auf jeden Fall nicht mehr passieren und ich fühle mich auch extrem sicher in der Pose. Es ist das erste Mal, dass wenn ich mich umdrehe, mir denke, hey, ich habe mich verbessert, weil was wollen die Kampfrichter auch sehen? Die wollen stetige Verbesserungen sehen. Deswegen freue ich mich auch da über die Verbesserung und bin da auf jeden Fall mehr selbstsicher, wenn ich mich auch nach hinten drehe und auch die Line-Up von hinten mache, weil das Ganze natürlich mit mehr Fleisch definitiv besser aussieht, auch mit der Muskelqualität, die sich da verbessert und dementsprechend dann auch dem härteren Look, was zur Geltung kommt. Gar nicht, wenn man unbedingt weniger Fett hat, aber wenn man mehr Muskeln hat, die an die Haut drücken, sieht es halt dementsprechend besser aus. Und da freue ich mich auf jeden Fall drüber, das euch auch dann auf der Bühne zu präsentieren und ja, generell da auf jeden Fall confident, wie man so schön sagt, in der Pose zu stehen. Was ich auf jeden Fall über die Vorbereitung sagen kann, ich habe mich auch gar nicht so oft dazu geäußert, weil ich ja eben der Typ bin, Schnauze halten, Gas geben, abliefern, egal was Stefan hinschreibt, einfach machen. Es ging los, relativ entspannt, meine halbe Stunde Cardio mache ich das ganze Jahr durch, wegen etlichen gesundheitlichen Vorteilen und einfach um fit zu bleiben. Und dann dachte ich, ja gut, geht's jetzt mal los, so schläft Stefan noch oder dass man jetzt hier 40 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, dass es mal so hochgeht. 120 Minuten. Ja, ich dachte es halt tatsächlich, weil wir ein Ausgangsgewicht von 123 Kilo hatten. Polacco, wisst ihr Bescheid, ordentlich aufgedunsen, 12 Kilo im Schädel drin, aber man hat sich eingegroovt. Was ich direkt nach 1-2 Wochen gemerkt habe, ist, mein Kopf war in einem ganz anderen Headspace und ich war viel ruhiger als letztes Mal, hat mir auch Stefan dann bestätigt. Ich bin nicht mehr um 5 Uhr morgens aufgewacht, habe Stefan fast weinend angerufen, weil das Gewicht mal 2 Tage nicht gedroppt ist. War, ja. Und Stefan war dann aber auch ein bisschen entsetzt, so,
weil wir nennen es dann auch mal Kalecinski-Drops, so wie die Sätze, was wir manchmal machen, bis Dropsets ohne Ende. So ist halt manchmal bei meinem Gewicht auch. Das ist 3 Tage rauf, 2 Tage runter, 3 Tage hoch, 2 Tage irgendwo hin, so gependelt ist. Und jetzt ist es eigentlich so, ich habe ja auch so eine App, Weight Drop heißt die, kann ich euch empfehlen. Da seht ihr jetzt echt so linear fast, wie das Gewicht nach unten geht. Und im Frühjahr die Vorbereitung war noch eher so ein Ritt auf der Kanonenkugel, wie Stefan es genannt hat, bis hin zum Tag X. Und jetzt sind wir, Stand heute Morgen, 1 Kilo weg vom Gewichtslimit. Also sind schon bei 102. Ja, sind schon pretty much there. Ich war immer schon der sagt, Leistung überzeugen, nicht groß reden, sein Ding abliefern, selbst jetzt zu sagen, ich nehme mir das und das vor und alles möglich und ich bin so krass und ich glaube so sehr an mich, das ist so, ja, Geschwätz, mit dem ich nichts zu tun haben will. Ich arbeite hart dafür und schaue, was am Ende rumkommt, versuche Stefan stolz zu machen, mich selbst stolz zu machen und alle, die mich auf dem Weg begleiten, auf jeden Fall auch. So, das Ganze war jetzt erstmal ein Vorabfazit zur ganzen Geschichte, wie es aussieht, wie die Vorbereitung gelaufen ist, ein kleines Resümee dazu seitens Coach und Athlet. Also ich denke, das ist ein ganz spannender Einblick, den ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Jetzt geht es weiter mit Training. Das, was wir alle lieben und was wir alle am liebsten machen. Push steht auf dem Programm, Stefan sagt, was Sache ist und wir ziehen durch. Let's go. Ein kleiner Chest Hammer. Wirklich großartige Maschine. Beste. Ich finde die richtig geil. Ist fast schon besser als die Prime Incline und das muss man erst mal sagen. Okay. Stefan und für euch, Alter. Raus. Sauber. Oh, fuck. Wenn die Titte das Kinn hittet. Geil. Ja, Stefan, schmeiß deine Magie. Letzte Woche habe ich 7 gemacht damit. Und der erste Satz abzählen. Vamos! Woran erkennt man, dass der erste gesessen hat, wenn beim zweiten nicht mehr viel geht? So ist es. Und dann, wenn beim zweiten nicht mehr viel geht, hauen wir noch einen dritten danach, Alter. Bam! So sieht's aus. Nee, ich mach immer 3 bei der. Aber was machen wir? 20er runter oder tun wir sogar 25 runter, was ich jetzt sagen will? Ja, mache ich immer so, weil ich einen richtig High-Rap dann haben will. So ist es. Hey Jos, geh doch mit Bart auf die Bühne. Auf gar keinen Fall. Wie viele Leute schreiben denn das so am Tag? Viele. Aber niemals, es ist einfach, für mich ist eine Straftat mit Bart auf die Bühne. Aber jetzt kommt die provokanteste Frage. Geht Chris Bumsteads Schnurrbart? Habe ich dem auch, ich habe dem Face-to-Face, haben wir es auf Cam, ich weiß nicht, ich habe Chris gesagt, ich feiere seine Moustache nicht. Hast du ihm gesagt? Ja, weil er aussieht wie Lila Brother. Und was war deine Reaktion? Yeah, whatever. Weil das wissen ja 90%, die dem folgen, wissen ja nicht, wer Lila Brother ist. So, für den letzten brauchen wir die Kraft Mortis. So sieht's aus, hier Schatzi. Genau. Komm! Komm. Ach, für dich, Heide. Komm! Olympia!
Kennt irgendwer von euch diesen großartigen Film Hashtag Starship Troopers? Der hört sich schon schlecht an. Ich wollte gerade sagen, der hört sich sowas von beschissen an. Dieser Film ist einer der epischsten B-Movies, die es gibt. Stefan, wir wollen trainieren. Wir haben auch schon gesagt, dass das Wort episch wird ein bisschen vergewaltigt in letzter Zeit. Bei episch darfst du eine Sache nennen, die wirklich episch sind. Ja, aber das ist ja, da spielt Denise Richards, spielt da mit Denise Richards. Kannst du noch irgendwann an Denise Richards erinnern? Bitte Denise Richards einblenden. Ja? Denise ist mir jetzt so scheißegal. Weil Denise steht nicht am 17. auf der Bühne, Alter. Komm! Viel mehr Cardio, ich glaube, der vergessene Gesamtkörpererschöpfung war ganz andere. Ja, interessant. Mein Körper hat sich gewandelt. Er wird erwachsen. Mein Körper kann auf einmal mit 3000 Kalorien Diät machen, droppt trotzdem 1,5 Kilo, schwenkt rüber. Ist das 1,7, glaube ich. So irgendwas, glaube ich. 1,6, 1,7 für lange, 10 Wochen. 10 Wochen. Ist gar nichts passiert. Und 90 Minuten Cardio, überleg mal, was haben wir da gemacht? Ich habe in der Früh Angst gehabt, wenn sein Gewicht gekommen ist. Wirklich. Ja. Man hat als Coach dann echt Angst, wenn das Gewicht kommt. Weil du irgendwann nicht mehr weißt, was machen wir jetzt. Jetzt ist es eher so, hoffentlich schmeißt er nicht zu viel ab wieder, der Junge. Aber nee, besser so und dann auffüllen als andersrum und es geht gar nicht runter. Weil dann kriegst du irgendwann schon einen Panikmodus. Ich glaube, wenn du 6 Wochen vorher bist und dann noch so... Für mich wäre 6 Wochen und 6 Kilo wäre schon zu viel für mich psychisch. Deswegen, wir sind jetzt hier 5 Wochen vorher und es muss noch 1 Kilo. Da kann ich jeden Abend beruhigt schlafen gehen. Es ist mir echt unheimlich wichtig, dich stolz zu machen, weißt du das? Ja. Aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, ich weiß nicht, weil mittlerweile so, weißt du warum? Weil mir dieses Coaching-Ding so auf den Sack geht. Ich meine, es gefühlt nur im Bodybuilding so, dass man so, ja, ich hab mal den Coach und mal da und mal das. Und wenn du mal so an die Teamsportarten denkst, im Fußball, da ist der Coach so der, Tennis, Skifahren, überall. da ist der Coach aber so der, was aussucht, wer im Team sein darf. Und da ist der Coach auch der, was dem Folge zu leisten ist. Und das ist so der Gedanke, den ich durch die Amerikaner gelernt habe, die was mit diesem Coaching-System aufwachsen, durch College und so. Die wollen ihren Coach stolz machen, Michael Jordan, was weiß ich was, ohne Wenn und Aber. Und so muss man das ein bisschen in seinen Kopf projizieren, sein Team, auch meinem Sponsor, das alles abzuliefern und das eben mit als Gedankentrigger zu nehmen, mir zu sagen, hey komm, der Typ steht um 4 Uhr morgens auf, Alter, hat Probleme ohne Ende in seinem Leben, sein scheiß Rücken ist kaputt und er erwartet von dir ein Check-in, dann stellst du dich auch Gottverdammt raus in den Schnee und machst scheiß Bilder, 6 Stück. Und das ist halt das Ding, worum es geht und wo eigentlich die meisten viel zu respektlos mit der ganzen Scheiße umgehen. Kleiner Rant an der Stelle, aber muss glaube ich auch mal gesagt sein. Deswegen Hashtag stolz machen, Junge. Was glaube ich 140 ist 2. Oh. Okay. Komm. Komm.
Jetzt noch 2 Drückübungen. Ja, liegen jetzt am Kabel einfach für einen konstanten Zug, 12,5. Wenn ihr fragt, von wem die ganze Kotze kommt hier vorne, wisst ihr Bescheid. Den magst du ganz allein. Ich drücke ganz allein. Einer muss jetzt noch, komm. Ja. Ja, gut. Da war's. Jetzt lüften wir mal das Ding. Oder was? Bist du der Zwiebelmann? Immer. Kennt ihr das? Arnold Schwarzenegger im Ding Pumping Iron Film, wo er im Gefängnis ist. Legendäre Szene im Gefängnis das Guest-Posing macht und das Mädel dann zu seinem Shirt runterzieht. Und dann fängt er an, Pumping Iron. Ja, gern. Komm. Komm. Lass das. Magst du? Die Kleine. Jetzt.
Das Ding ist so, wenn ich von außen anspanne und die Streifen drin habe, das habe ich fast das ganze Jahr, aber wenn ich dann von innen so den hier mache und hier auf einmal die Haut dünn wird, das freut mich auch immer zu sehen. Dann weiß ich so, es wird langsam die finale Form. So, Seitheben. Oh, ein Kabel. Oh. 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 Ich. Oh. Oh. Ah. Oh. Ja, zwing dich in die richtige, genau. Oh. Siehst du, wie die vordere dann abfälschen will, aber jetzt kämpfst du richtig gut dagegen an. Komm. Oh. Aber ich mache noch mit Kurzhanteln später welche. Das ist ganz cool, da kannst du halt den hier gut machen, aber hast halt nicht die konstante Spannung. Deswegen gehe ich hier halt eben, deswegen gehe ich hier halt auch gerne in die Dehnung, was viele nicht machen. Wenn du ja hier mit den Kurzhanteln machst, hast du ja hier gar keine seitliche Schulter drin. Du hast eigentlich fast bis da nichts. Ja, so deswegen, die ersten 40 cm. Deswegen bringt auch nichts das egomäßige Schwingen mit Kurzhanteln, weil ihr müsst hier eigentlich stoppen, um die ganze Zeit Spannung in der Schulter zu haben. Deswegen mache ich die immer leicht noch hinterher und dann habe ich einmal für die seitliche mit Dehnung hier richtig. Es gibt auch Fettmuskelkater immer. Und einmal dann hier oben in der Kontraktion extrem. Schwerkraft gewinnt immer. So ist es. So, jetzt machen wir meine Favorite Trizep-Übung. Bleib du dann oben stecken. Komm jetzt, Chris, Alter. Und dann mal noch eine. Aber gegen einen Widerstand kommen. Komm. Na los, komm. Win. Ja. Und gegen einen Widerstand zurück, komm. Rein droppen. Kaliczynski Drop, Alter.
Blendender Abschluss, Alter. Geil. Ja, klassische böse Session mit Coach. Freunde, wisst ihr Bescheid? Wir rappen das Ding hier ab. Ja, Einblick auf jeden Fall ins heutige Training. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt Stefan ab. Checkt seinen inaktiven YouTube-Kanal. Ja, voll. Es gibt trotzdem einige interessante Videos dort zu sehen, die man immer wieder sozusagen als Bibliothek schauen und nachschauen und sich bilden kann. Und ja, wir sind raus hier für heute aus dem Secret Gym in Berlin. Morgen geht's weiter. Jetzt gibt's Happa Happa. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und folgt uns auf allen weiteren Social Media Kanälen. Könnt zudem bei euren ESN-Bestellungen Code BOSS oder Polacco verwenden. In diesem Sinne, Kuss geht raus an euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.